Guten Tag, wir sind hier mit Dorothee Herfurth-Rocke und Michael Hillenkamp zusammen. Dorothee ist Geschäftsführerin der Evangelischen Konferenz für Telefonseelsorge und Michael ist Geschäftsführer der Katholischen Konferenz für Telefonseelsorge. So, der Coronavirus-Notstand zwingt viele Länder zu schwerwiegenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Kontaktsperren zu ergreifen, welche für viele Menschen zu sozialer Isolation führen können. Wir konzentrieren jetzt uns in diesem Moment zusammen mit Dorothee und Michael auf die Telefonseelsorge in Deutschland. Dorothee und Michael, hat die Telefonseelsorge in Deutschland zusätzliche Maßnahmen zur Umsetzung und Sicherstellung des Dienstes während der Coronavirus-Pandemie aufgenommen? Ja, das hat sie. Als die Pandemie begann, mussten wir ja auch sehen, dass wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort weiterarbeiten können. Das heißt, wir mussten die entsprechenden Hygienemaßnahmen beschließen und umsetzen. Wir mussten dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter gegebenenfalls auch bei einem totalen Lockdown in die Stellen kommen können. Wir haben in dieser Zeit vor Ort mit den Krisenstäben in den Städten und in den Landkreisen gut zusammengearbeitet. Es ist sicher ein Vorteil, dass die Telefonseelsorge in Deutschland regional sehr gut aufgestellt ist. Und in den Stellen selbst findet man jetzt sehr viele Desinfektionssprays und wir haben unsere Gruppen, die sich immer treffen, natürlich reduziert. Es geht nicht mehr, also so, dass jeder Einzelne noch Dienst machen kann in den Stellen vor Ort, die ja insgesamt zusammengeschaltet sind. Und so konnten wir eigentlich das Angebot verstärken. Nachdem deutlich war, ne, also wir sind auch sehr erwünscht von der Politik und von den Kirchen, dass wir an Bord bleiben sozusagen, war das sehr gut möglich in unseren vielen dezentralen Stellen mit viel Desinfektionsspray und guten Vorsorgen in den Räumen dann die Dienste weiterhin zu garantieren. Wir haben zusätzlich auch noch die Chatarbeit ermöglicht im Sinne, dass man die auch von zu Hause machen kann. Das war vorher nicht möglich. Da haben wir gesagt, in dieser Zeit gibt es einen hohen Bedarf und da hat die Fachgruppe bei uns dafür gesorgt, dass das sowohl technisch als auch inhaltlich jetzt schon möglich wird und für diese Zeit möglich ist. Klar, klar. Und welcher Ruf erhielt Telefonseelsorge in dieser Zeit? Das Hauptthema in dieser Zeit unserer Anrufen war das Thema Angst. Was kommt, was habe ich zu erwarten, persönlich, meine Familie, vielleicht auch beruflich. Dazu kam das große Thema Einsamkeit. Wir haben sowieso bei der Telefonseelsorge viele Menschen, die unter großer Einsamkeit leiden. Das hat sich in der Krise auch noch verschärft. Menschen, die ohnehin einsam sind, wurden noch einsamer. Und wir haben erlebt, dass viele Menschen auch sehr unsicher sind überhaupt. Also eine Krise löst ja auch immer nicht nur politische Unsicherheit aus, sondern auch ganz persönliche. Und wir haben gemerkt, das Thema Corona war ein Anlass, bei der Telefonseelsorge anzurufen. Und dahinter standen oft noch ganz andere Themen. Also wenn ich auf einmal zu Hause bleiben muss, alleine oder mit der Familie, mit den Kindern, wenn ich nicht mehr den ganzen Tag viele andere Dinge zu tun habe, dann werde ich auch mit Problemen konfrontiert in meinem Leben, die ich bisher vielleicht gut zur Seite schieben konnte. Also ein bisschen ist das so, als würde man sich unter ein Brennglas legen. Also die Probleme, die man hat, werden einfach verschärft und viel präziser und auch schwerer auszuhalten. Es war in der Zeit so lange nötig, auch vernünftig zu sein. Und vernünftig zu sein, da sagen wir, das wäre so einfach, ist es aber nicht. Und die Emotionen kommen ja trotzdem und sind ja trotzdem da. Und jemand zu haben in einem Gespräch ist ja eigentlich so etwas wie
gerade in unsicheren Zeiten wünscht man sich ja nah bei jemandem zu sein, von jemand getröstet zu werden, von jemand in den Arm genommen zu werden. Und das ging ja alles nicht. Und deshalb war es gut, dass man wenigstens auf diese Weise miteinander Kontakt haben konnte. Und für viele Leute war das eine tiefe Beruhigung. Und wer waren die Leute, die bei Telefonseelsorge angerufen haben, vor allem in dieser Zeit? Waren dieselben Leute oder neue Leute? Ein großer Teil natürlich von denselben Leuten, weil Dorothee hat es ja auch schon gesagt, uns rufen vornehmlich natürlich Menschen an, die im sozialen Leben schon längere Zeit oder lang anhaltend auch Probleme haben. Und zusätzlich kamen natürlich noch ganz viele, die jetzt aufgeschreckt waren, die ihre Verwandten in Altersheimen oder in Krankenhäusern hatten, die also ganz plötzlich in eine Situation gekommen waren, die ihnen völlig unvertraut war und sie sehr verunsichert hat. Auffallend war auch, dass Menschen aller Altersgruppen angerufen haben, sowohl jüngere als auch ältere Menschen. Also man kann nicht sagen, dass die Telefonseelsorge nur für eine bestimmte Altersgruppe zuständig ist. Und auffällig war auch bei unseren Anrufenden, dass viele wirklich unter Stress standen. Und Stress ist nicht so gut, um kritische Lebensfragen beantworten zu können oder mit denen umgehen zu können. Und hat Telefonseelsorge in Deutschland soziale Medien genutzt, um die Menschen in Not während des Coronavirus-Notfalls zu erreichen? Wir haben gestern schon in der Vorbereitung auf das Interview darüber nachgedacht, was damit gemeint ist. Was wir nur sagen können, wir haben nicht von uns aus Anzeigen geschaltet aber wir sind so viel wie nie, also ich sage immer, das ist so etwas wie ein Allzeithoch, angefragt worden von Printmedien, also von Zeitungen, von Fernsehanstalten, von Online-Redaktionen, was wir zu diesen Dingen sagen und wie wir diese Situation einschätzen. Also von daher war Telefonseelsorge gesellschaftlich mit Telefon, Mail und Chat so präsent wie noch nie vorher, wie in all den 60 Jahren vorher nicht. Unser großer Vorteil in Deutschland ist, dass unsere Nummer wirklich sehr, sehr bekannt ist, auch bei vielen offiziellen Rundschreiben, Veröffentlichungen, auch in der Presse kommt immer unten dann die Nummer und in kritischen Fällen oder rufen Sie die Telefonseelsorge an. Insofern sind wir da einfach gut aufgestellt. Und was mir auch noch einfällt dazu ist, wir sind nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit relativ gut aufgestellt, wir sind überhaupt gut aufgestellt. Also Telefonseelsorge ist ja ein Krisendienst in seinem Ursprung, ein Krisendienst für den einzelnen Menschen, den Anrufer, die Anruferin. Aber Telefonseelsorge funktioniert auch hervorragend in gesellschaftlichen Krisen. Dann kann Telefonseelsorge vom Einzelnen sofort ein Krisendienst für alle sein. Und wir haben dafür eben auch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das war sicherlich ein großer Vorteil, dass wir von jetzt auf gleich auch angemessen reagieren konnten. Und jetzt, es war auch für uns eine Entdeckung, dass wir gemerkt haben, dadurch, dass wir 100 verschiedene Stellen in Deutschland haben, manchmal ist das ja anstrengend mit den Stellen. Die haben alle so einen eigenen Kopf und wollen immer was anderes, wie das dann so bei einzelnen Stellen ist. Aber in dieser Situation war das eher so was wie ein Netzwerk. Also wir sagen in Deutschland föderal. Das ist eine gute Möglichkeit für uns gewesen, das Risiko zu verteilen. Wenn eine Stelle ausgefallen wäre, was keine ist, dann hätten 99 andere weiterarbeiten können. Also da ist uns selber auch nochmal deutlich geworden, dass wir hier eine glückliche Situation hatten. Die Telekom, die Technik der Telekom hier in Deutschland und unsere Struktur über das ganze Land verteilt, war wirklich sehr hilfreich, was wir vorher so scharf selber nicht gesehen haben. Und jetzt sprechen wir etwas über die Freiwilligen. Wie gehen die Freiwilligen mit dieser Herausforderung um und wie fühlen sie sich in dieser Zeit? Ich habe die Entdeckung gemacht, wir haben die Entdeckung gemacht, dass es für viele Freiwillige eine wunderbare Erfahrung war, in der Krisenzeit wirklich gebraucht zu werden.
Es gab ja viele Initiativen hier in Deutschland, die zusätzliche Beratung, Telefondienste oder irgendwas angeboten haben oder Nachbarschaftshilfe. Und wir haben erlebt, dass es für unsere Ehrenamtlichen gut war. Dass sie sagen können, ich habe eine sinnvolle Tätigkeit und die macht mir Freude, die erfüllt mich jetzt auch. Und viele waren auch bereit, mehr Stunden als bisher zu arbeiten. Dazu kam, dass überall auch ehemalige Mitarbeiter sich wieder gemeldet haben und dazu kam, das hat es gut ausgeglichen, dass wir natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Corona-bedingt zu Hause bleiben mussten. Was ganz deutlich war in dieser Krise ist, dass es keinen Wissensvorsprung gab. Also es gab nicht die Fachleute am Telefon und die Unwissenden zu Hause, die Verunsicherten, sondern im Grunde saßen die Mitarbeitenden und die Anrufer, was Corona angeht, im selben Boot. Also wir waren ja selber auch und sind es teilweise noch verunsichert und man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Man weiß nicht, wann die Kinder wieder in die Schule gehen. Man weiß nicht, was wirtschaftlich jetzt alles folgen wird, ob es wieder Ausbrüche geben wird. Und das ist auch für die Mitarbeitenden selbst eine Lage auch von Unsicherheit, aber auch eine Lage von Augenhöhe den Anrufern gegenüber. Das ist nicht ganz einfach, aber sehr ehrlich und da war oft eine intensive Begegnung möglich, von Mensch zu Mensch. Ja, klar. Und wie haben Sie die Ausbildung und die Begleitung der Ehrenamtlichen in dieser Zeit geleistet? Wir konnten natürlich nicht mehr uns in den Gruppen treffen, wie das bei uns üblich ist. Und dann haben wir Zoom entdeckt und Telefonkonferenzen entdeckt und Einzelsupervision entdeckt. Also ähnlich wie wir das jetzt wahrscheinlich in allen Ländern machen. Wir entdeckten die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation nochmal neu und versuchen sie auch für unsere Mitarbeiter umzusetzen. Das ist manchmal holprig und noch nicht so gelungen, weil wir selber da in dem Stadium sind des Ausprobierens, aber wir sind dran und werden das nutzen. Eine tolle Erfahrung in dieser Zeit ist, wie viel wir alle gelernt haben. Die letzten Wochen waren wirklich davon geprägt, dass ich selber und die Kolleginnen und Kollegen viel gelernt haben, was alles an Kommunikation möglich ist. Und unsere Ehrenamtlichen haben da auch viel gelernt und viel Scheu überwunden. Ich habe das so erlebt in den letzten Wochen, es gab unheimlich viel Kreativität und Flexibilität zum Thema Ausbildung, zum Thema Weiterbildung, zum Thema Supervision. Und das ist eine tolle Erfahrung und davon würde ich mir auch gerne etwas bewahren wollen für die Zeit nach Corona, kann man nicht sagen, aber für die Zeit mit Corona, die wir ja immer noch haben. Das ist sehr interessant. Und wir wissen jetzt mehr über den Wert von Solidarität. Klar. Die Bilder von Italien, die Bilder aus anderen Ländern, die Möglichkeiten, die unsere Mitarbeiter ganz persönlich eingeräumt haben für die Telefonseelsorge, das war ein tiefes Gefühl von Solidarität in einer Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch ganz konkret mit Menschen, denen es nicht gut geht. Mhm. Und für die man da sein will und da sein kann. Das war bewegend. Das ist auch immer noch. Klar. So, Dorothee, Michael, vielen Dank für Ihre Informationen, für die sehr interessante auch Informationen, die Sie uns gegeben haben und viel Erfolg an Telefonseelsorge in Deutschland für die nächste Zeit. Danke. Alles Gute. Und alles Gute auch für dich. Ja, ade. Okay. Tschüss. Adieu. Adieu.